Hallo zusammen, heute möchte ich einmal über die Öffentlich-Rechtlichen sprechen. Ich finde es sehr ärgerlich, dass wir zur Zahlung von monatlich 18,36 € verpflichtet sind und damit auch schlecht recherchierte und politisch tendenziöse Beiträge zwangsfinanzieren. Und ich rede nicht etwa über einen Einzelfall. Einige von euch werden meine Bonotus News Nummer 3 gesehen haben. Sie sind unten noch einmal verlinkt. Da hatte ich bereits einen Arte-Beitrag zerlegt, der Elektroautos mit zum Teil absurden Behauptungen bezüglich ihres Ressourcenverbrauchs angeprangert hatte. Am 28.07.2021 wurde in der ARD eine Plus-Minus-Sendung ausgestrahlt. Eines der Themen lautete Energiewende im Keller, Wärmepumpe top oder flop. Diesen Beitrag haben sich die YouTuber von SHK Info vorgenommen, auch deren Video habe ich in der Beschreibung verlinkt. Ich werde mich heute mit der vom ZDF am 12.09.2021 ausgestrahlten Reportage Mythos Elektroauto beschäftigen. Das wird spannend, das kann ich euch versprechen. In den Bonotus News Nummer 3 hatte ich auch die im Oktober 2020 erschienene VDI-Studie zur Elektromobilität kritisiert und dies dem VDI schriftlich mitgeteilt. Eine Antwort ist ausgeblieben. Nun beruft sich das ZDF wieder auf diese Studie. Eine Studie des Karlsruher Instituts für Technologie im Auftrag des VDI kommt dagegen Ende 2020 zu dem Schluss, dass moderne Verbrenner oft CO2-ärmer sind als die Stromer. Prompt kritisieren Fans der E-Mobilität die angeblich zu hoch veranschlagten Emissionen für die Batterieproduktion. Warum der VDI ausgerechnet das Karlsruher Institut für Technologie KIT und namentlich Dr. Thomas Koch, Leiter des Instituts für Verbrennungskraftmaschinen und früherer Mercedes-Motorenentwickler, mit der Studie beauftragt hat, bleibt ein Rätsel. Ein objektives Ergebnis war so jedenfalls nicht zu erwarten. In der Studie wird die Herstellung eines 48 Kilowattstunden Akkus mit 8,8 Tonnen CO2 berechnet, wenn er in China produziert wird, und 6 Tonnen CO2 bei Fertigung in Europa. Das sind 175 bzw. 120 Kilogramm CO2 pro Kilowattstunde Akkukapazität. Vermutlich hat man die Zahlen der Studie von 2017 des Swedish Environmental Research Institutes genommen, das damals 150 bis 200 Kilogramm CO2 pro Kilowattstunde Akkukapazität ausgewiesen hatte. 2017 kommt das schwedische Umweltinstitut IVL in Stockholm zur Einschätzung, dass Verbrenner meist klimafreundlicher sind als Elektroautos. 2019 dann die Kehrtwende. Plötzlich heißt es, E-Autos haben eine deutlich bessere Klimabilanz als Verbrenner. Der Grund? Man hat noch einmal nachgerechnet. Das IVL hat 2019 seine frühere Aussage auf 61 bis 106 Kilogramm CO2 pro Kilowattstunde korrigiert und dies wie folgt begründet. Erstens, die Akkufabriken werden größer und effizienter. Alle Hersteller versuchen, ihren Energieeinsatz zu verringern. So werden die Trocknungsprozesse energetisch verbessert und zum Beispiel das giftige Lösungsmittel NMP durch leichter verdunstendes Wasser ersetzt. Zweitens, das IVL berücksichtigt nun auch, dass in Akkufabriken wie in der von Panasonic und Tesla in Nevada klimaneutraler Strom eingesetzt wird. Mehr als 80% der in der Batterieproduktion eingesetzten Energie betreffen Trocknungsprozesse. 106 Kilogramm CO2 pro Kilowattstunde ergeben sich, wenn die Öfen mit Kohlestrom betrieben werden. Das Argonne National Laboratory geht deshalb von emissionsgünstigeren Gasöfen aus und sieht die Emissionsobergrenze bei 73 Kilogramm CO2 pro Kilowattstunde Batteriekapazität. Auch Volkswagen rechnet beim Akku des ID.3 mit Werten in dieser Größenordnung. Drittens, wenn man die Studie genau liest, sieht man auch, dass mit NMC 111 gerechnet wurde, das noch große Mengen Kobalt und Mangan enthält. Neuere Materialien setzen auf Nickel. Kobalt und Mangan verschwinden aus den Akkus,
auch der Lithium-Einsatz wird geringer. So viel zu der Aussage des ZDF, man hat noch einmal nachgerechnet. Das ZDF behauptet auch, dass das Thema Batterierecycling ungelöst sei. Hier ein Ausschnitt aus dem Beitrag des Bayerischen Rundfunks vom 11. September 2021 zu diesem Thema. So würde zum Beispiel für die private Photovoltaikanlage auf dem Dach ein einzelner Autoakku locker als Speicher ausreichen. Allerdings nach 10 bis 12 Jahren in der Zweitverwertung lässt dann doch die Speicherkraft der Batterien so sehr nach, dass sie ausgetauscht werden müssen. Dank Pionieren wie der Recyclingfirma Düsenfeld in Braunschweig kann auch schon einiges davon wiedergewonnen werden. So kommt das Unternehmen nach eigenen Angaben bereits auf eine Wiederverwertungsquote von bis zu 91%. Kommen wir zu dem Faktenvergleich zwischen Verbrenner und E-Auto. Hier hat VW Zahlen veröffentlicht, auf die sich das ZDF mit folgenden Aussagen bezieht. Der Benziner emittiert bei 200.000 Fahrkilometern inklusive Herstellung rund 37,5 Tonnen CO2. Der Diesel ist deutlich sparsamer. Er emittiert über den gesamten Lebenszyklus rund 32,1 Tonnen CO2. Am klimafreundlichsten ist der ID.3. Er stößt über die gesamte Laufzeit nur 27,9 Tonnen CO2 aus. Gut 4 Tonnen weniger als der Golf Diesel. Allerdings, VW hat hier mit dem europäischen Strommix gerechnet, bei dem rund 30% weniger CO2 emittiert wird als beim deutschen Strommix. Ein mit dem deutschen Strommix gefahrener ID.3 ist für ca. 33,7 Tonnen CO2-Emissionen verantwortlich. Gut 1,5 Tonnen CO2 mehr als der Golf Diesel. Ich habe mit Volkswagen gesprochen. VW nutzt die Gabi-Software für das sogenannte Life Cycle Assessment. Diese professionelle Software ist so aufgebaut, dass zu Vorketten und Komponenten Daten der Fachunternehmen hinterlegt werden, die der Nutzer mit seinen eigenen Eckzahlen verknüpft. Es ist aber nicht sichergestellt, dass die hinterlegten Daten stets aktuell sind. Das führt zu folgenden Diskrepanzen. Die Vorketten für ölbasierte Kraftstoffe weisen sehr geringe Werte aus, für Diesel deutlich weniger als für Benzin. VW hat WLTP-Normverbräuche unterstellt. Beim ID.3 wurde mit dem EU-Strommix in Höhe von knapp 400 Gramm CO2 pro Kilowattstunde gerechnet. Dieser Wert stammt aus dem Jahr 2017. Schauen wir uns das Thema Well-to-Tank deshalb einmal genauer an. Der nachfolgenden Darstellung liegen detaillierte Studien und aktuelle Daten der IEA zugrunde. An der Förderstelle gibt es zunächst Leckagen. Die schaden zwar auch der Umwelt, erzeugen aber kein CO2, das ich im Folgenden auf je ein Barrel Rohöl bezogen habe. So verbraucht das Bohren und Pumpen 4% des geförderten Öls oder 18,7 Kilogramm CO2 pro Barrel. Das Abfackeln des freigesetzten Gases erzeugt 9,2 Kilogramm CO2. Der Transport schlägt mit 7,1 Kilogramm CO2 zu Buche. Die Pipeline von Hafen zu den Raffinerien muss mit 4,7 Kilogramm CO2 eingerechnet werden. Nicht zu vergessen ist das Methan, das beim Fördern durch unvollständiges Abfackeln oder durch Undichtigkeiten entweicht und laut IEA 900 Gramm pro Barrel ausmacht. In der Raffinerie wird das Erdöl unter Einsatz von Strom und fossiler Energie zerlegt. Im Schnitt gehen hier 7% verloren und es werden 1,85 Kilowattstunden Strom pro Liter Kraftstoff verbraucht. Die Prozentsätze ergeben sich aus der Zerlegung der Kohlenwasserstoffketten. Es wird also mehr Benzin als Diesel produziert. Da bei uns doppelt so viel Diesel wie Benzin benötigt wird, muss zusätzliches Diesel mit erheblichem Aufwand erzeugt werden. Der energetische Unterschied zu Benzin schmilzt dahin. Die Verteilung des Kraftstoffs per Lkw verursacht 0,06 Kilogramm CO2 pro Liter und die Tankstelle verbraucht so viel Strom, dass 0,1 Kilowattstunde pro Liter zusammenkommen. So werden, alles zusammengerechnet, 540 Gramm CO2 und 6,3 Gramm Methan freigesetzt, bevor der Kraftstoff verbrannt wird. Und es werden 1,95 Kilowattstunden Strom hier bei uns in Deutschland verbraucht. Das ist auch das Wertegerüst, mit dem ich nachfolgend gerechnet habe.
Beim Strommix bedanke ich mich ausdrücklich beim Umweltbundesamt, das alle meine Fragen auch zu den Zahlen der EU schnell und kompetent beantwortet hat. Die European Environment Agency weist Zahlen ohne Vorketten aus. Da liegt Deutschland bei 365 Gramm weit entfernt vom eigenen Anspruch. 39 Gramm CO2 in Schweden, 119 in Finnland, 225 Gramm in Österreich und 71 Gramm in Frankreich. Das sind die Benchmarks. Ich habe die Zahlen um die Vorketten ergänzt und es ergeben sich für die EU als Ganzes 300 Gramm CO2 pro Kilowattstunde für 2019. Dieser Wert soll bis 2030 auf 100 Gramm sinken. Da heute gekaufte Autos auch 2030 noch die Straßen bevölkern, habe ich einen Mittelwert von 200 Gramm CO2 für die EU genommen. Das alles habe ich in die Vergleichstabelle übertragen und komme, wie sollte es anderes sein, zu ganz anderen Ergebnissen. Zunächst habe ich die Praxisverbräuche laut ADAC genommen. Bei den 19,3 Kilowattstunden für den ID.3 sind die Ladeverluste bereits enthalten. Dann habe ich die CO2-Eckdaten aus meiner Erdölgrafik übernommen, die 6,3 Gramm Methan mit dem Faktor 25 und die 1,95 Kilowattstunden Strom mit 200 Gramm CO2 pro Kilowattstunde multipliziert und komme auf 1,09 Kilogramm CO2-Äquivalent pro Liter. Der um den Biokraftstoffanteil bereinigte Wert für die Verbrennung von Benzin liegt bei 2,28 Kilogramm CO2 pro Liter. Es ergeben sich so 41,1 Tonne CO2 für 200.000 Kilometer. Wartung und Recycling habe ich ebenso wie die Emissionen der Fahrzeugherstellung übernommen und lande bei 48,7 Tonnen CO2 statt der 37,5 Tonnen, die VW ausgewiesen hat. Beim Diesel bin ich analog vorgegangen und komme auf 42,3 statt 32,1 Tonne CO2. Beim E-Auto müssen die Netzverluste mit 5% berücksichtigt werden, multipliziert mit den 200 Gramm des 10-Jahres-Mittels der EU, ergeben sich 8,1 Tonne CO2. Generell sagt man, dass die Fahrzeugproduktion eines E-Autos ohne Akku ca. 20% unter der eines Verbrenners liegt, da ja unter anderem der komplette Kühlkreislauf, Getriebe, Kraftstoffaufbereitung und Abgasanlage entfallen. VW hat mich eines Besseren belehrt. Hier liegt der ID.3 um 30% über den Verbrennern. Das liegt am hohen Aluminiumanteil und am Gewicht. 1440 Kilogramm wiegt das Fahrzeug ohne Akku, 200 Kilogramm mehr als das derzeit meistverkaufte E-Auto, das Tesla Model 3. Deshalb habe ich den Wert für die Herstellung auf 8 Tonnen reduziert. Für den 62 Kilowattstunden Akku wurden 4,7 Tonnen angegeben. Statt 27,9 komme ich auf 21,7 Tonnen CO2 für die 200.000 Kilometer Fahrstrecke. Ja, die Herstellung eines objektiven Vergleichs verlangt viel Akribie. Genau die vermisst man beim ZDF. Denn auch die Rechnung mit dem deutschen Strommix ist nicht nachvollziehbar. Zum Beispiel, weil die Werte für Diesel und Benziner nicht angepasst werden. Die richtigen Werte liegen 40% über den Zahlen des ZDF, das E-Auto um 15% darunter. Ja, es ist schon ein Kreuz, wenn Medienvertreter Daten verwenden, die sie inhaltlich nicht nachvollziehen können. Die Wahrheit ist, dass 25 Millionen Verbrenner auf deutschen Straßen 195 Terawattstunden Primärenergie verbrauchen. Die gleiche Anzahl E-Autos käme mit 30 Terawattstunden aus. Die Stromproduktion müsste dafür um 5,5% gesteigert werden. Es ließen sich jährlich 50 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Versuchen wir also einmal zu ergründen, was die wahre Absicht dieses Beitrags war und ist. Tesla ist der Vorreiter einer Ideologie, die hier ja auch in die Praxis umgesetzt wird, dass auch mittels Elektromobilität nun das Thema große, schwere Autos fortgesetzt wird mit anderen Mitteln. Die Mobilität der Zukunft, die muss so aussehen, dass sie deutlich weniger Energie verbraucht.
Das heißt, wir müssen sehr viel stärker auf den öffentlichen Nahverkehr setzen. Das ist der eine Punkt. Und dann vor allem auch sehr viel stärker auf den nicht motorisierten Verkehr umzusteigen, also das Zu-Fuß-Gehen und das Fahrrad. Nein, es geht nicht um Fakten. Es geht darum, das Auto an sich und die Automobilindustrie als Ganzes an den Pranger zu stellen. Das Feindbild Auto ist geblieben, auch wenn es in Zukunft einen klimaneutralen Antrieb hat. Deshalb kommt diesen Protagonisten auch der zaghafte Ausbau der Erneuerbaren durchaus gelegen. Offshore-Windparks zu errichten ist schwierig und teuer. Rund 1 Milliarde Euro hat der Bau des Windparks Rivgad gekostet. 25 Jahre soll er jetzt grünen Strom liefern. Und von diesem Windpark brauchte man über 1000 Stück, um Deutschland komplett mit Offshore-Windstrom versorgen zu können, was natürlich so nicht funktionieren würde. Das Problem? Bei dem heutigen Bedarf wird es nicht bleiben. Die Selbstversorgung Deutschlands durch erneuerbare Energien aus heimischer Produktion wird vermutlich nicht gelingen. Also Deutschland wird als Industrienation auf Importe erneuerbarer Energieformen angewiesen sein. Doch wo sollen diese Mengen an klimaneutralem Strom herkommen? Rivgad produziert eine halbe Terawattstunde pro Jahr. Die Briten bauen derweil ihre Dogger Bank Windfarm mit 4 Windparks à 1250 Megawatt für 14 Milliarden Euro und das Atomkraftwerk Hinkley Point C mit 2x 1600 Megawatt für 30 Milliarden Euro. Beides zusammen wird demnächst 50 Terawattstunden pro Jahr zur britischen Stromversorgung beisteuern. 100 Mal so viel wie Rivgad. Wir kommen mit dem Ausbau der Erneuerbaren nicht voran und schalten die letzten Kernkraftwerke, die aktuell noch 70 Terawattstunden im Jahr produzieren, demnächst ab. Verzicht ist also der deutsche Weg, wie ihn sich die Öffentlich-Rechtlichen vorstellen. Verzicht auf Energie, Verzicht auf Individualverkehr, Verzicht auf Industrien und schlussendlich Verzicht auf Wohlstand. Dass dadurch die Energiewende und das Abwenden der Klimakrise auf der Strecke bleiben, wird billigend in Kauf genommen. Die Politik ist zu feige, hier die unangenehmen Wahrheiten zu sagen. Es ist halt der Öffentlichkeit am einfachsten zu verklickern, wenn man sagt, das ist jetzt alles elektrisch, das kann Otto-Normalverbraucher irgendwie verstehen, das klingt grün und gut, ist aber natürlich vollkommener Quatsch. Ich denke, auch die Politik weiß das, aber es geht eben nicht um irgendeine Industrie, es geht um die Autoindustrie.